Heute geht es um die Maut in Österreich. Da haben wir keine guten Erfahrungen gemacht und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Ja, was ist passiert? Ich habe ja schon in einem Video darüber berichtet, was wir da erfahren mussten oder wie es uns ergangen ist. Vielleicht eins vorweg. Ich habe das Ganze schon bei Facebook gepostet und da gab es auch einige hundert Kommentare. Viele natürlich böse Kommentare, böse insofern auf Österreich. Ich möchte eins nicht, dass man sagt, die Österreicher, sondern wenn es um Maut geht, dann geht es um das Mautsystem oder die ASFINAG. Die ASFINAG ist Betreiber der Autobahnen in Österreich und zuständig für die Mautgeschichte. Und das ist mir wichtig, das hier auch nochmal ganz klar zu sagen, denn ich bin da jetzt nicht böse auf die Österreicher, sondern auf das Mautsystem. Und das muss ich aber alles genau jetzt erklären. Fangen wir mal so an. Wir sind am 12. September nach Österreich reingefahren und haben dafür die Autobahn genutzt und eine Mautbox von Maut 1, diese kleine Box genutzt, mit der wir schon einiges, die wir schon bei vielen Reisen genutzt haben. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Mautbox nicht funktioniert. Wie haben wir das festgestellt? Sie hat keinen Signalton gegeben, wenn wir durch eine Mautbrücke gefahren sind. Jetzt muss ich vielleicht eines vorausschicken. Wir sind schon viel durch Europa gefahren und kennen die meisten Mautsysteme in verschiedenen Ländern. So auch das in Österreich. Also wir sind nicht das erste Mal da gefahren. Und wir haben auch schon in Vorjahren mit der Box von Maut 1 oder sind mit der Box von Maut 1 durch Österreich gefahren, ohne Probleme. Jetzt ist Folgendes. Wir haben ja, wie vielleicht einige wissen oder viele wissen, ein neues Wohnmobil bekommen. Und das ist jetzt ein Euro 6 Fahrzeug. Und entsprechend haben wir auch eine neue Box bekommen, weil die Daten dann ja geändert werden müssen. Diese Box haben wir schon vor einem Jahr bekommen, oder ich muss sagen, die erste Box haben wir vor einem Jahr bekommen und sind damit nach Spanien gefahren. Und auch mit dieser Box gab es gleich am Anfang Probleme. Dann haben wir uns bei Maut 1 gemeldet, man hat uns nach Spanien eine neue Box hergeschickt. Die hat dann am Anfang zweimal funktioniert und dann auch wieder nicht. Das ist also jetzt die dritte Box, die wir von Maut 1 bekommen haben. Und mit dieser Box sind wir dann auch in gutem Glauben, dass sie funktioniert, nach Österreich reingefahren. Und dann ist das passiert, was ich eben gerade schon erwähnt habe. Sie hat nicht funktioniert. So, jetzt, was machen wir? Wir sind dann, nachdem wir jetzt vielleicht so 20, 30 Kilometer nach Österreich reingefahren sind, auf einem Parkplatz angehalten, haben als erstes bei dem Unternehmen Maut 1 angerufen und haben die Sachlage erklärt. Da konnte man uns aber nicht viel helfen. Man hat einfach gesagt, fahren Sie die nächste Raststation ein, wo es eine Go-Box gibt und kaufen sich eine Go-Box. Ja, das haben wir nicht gleich gemacht, sondern wir haben dann noch gleich danach bei ASFINAG angerufen und die Sachlage auch dort nochmal erklärt und gefragt, was wir tun können oder müssen. Auch da wurde uns gesagt, fahren Sie die nächste Raststätte an und kaufen sich eine Go-Box und laden die auf und fahren dann weiter, beziehungsweise zahlen die Maut nach. Wir sind dann eine Raststätte angefahren. Dort habe ich ohne Probleme eine Maut- oder Go-Box bekommen. Nachzahlen Maut geht nicht. Also hat die Mitarbeiterin an der Raststätte in der Tankstelle mir erklärt. Also haben wir da die 100 Euro aufgeladen und sind weitergefahren. Die Go-Box hat dann einwandfrei funktioniert und gab immer das Signal. Und dann sind wir eben nach Kroatien gefahren. Ich habe dann am nächsten Tag gleich mich registriert bei der ASFINAG und auch die Box registriert und geschaut, ob ich irgendwie Maut nachzahlen kann. Nein, das war nirgendwo möglich, also keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Dann habe ich nur mit dem Mautrechner ausgerechnet. Es gibt von der ASFINAG einen Mautrechner, da kann man die Strecke, die man fahren möchte, ausrechnen, wie teuer oder wie viel Geld das kostet. Das habe ich gemacht und
etwa konnte ich feststellen, es muss eigentlich gereicht haben. Ich habe etwa 80 Euro hätte ich an Maut zahlen müssen und die ist auch von der Box abgebucht worden. Denn die Box, ich kann die Daten der Box einsehen, also wie viel Geld noch drauf ist und so weiter. Und somit wusste ich oder hatte damit gerechnet, okay, das scheint alles seinen richtigen Weg gegangen zu sein. Ich muss mir da keine Sorgen machen. Ich habe auch online mit dem Fahrzeugschein die Emissionsklasse bestätigt, habe auch eine Rückmeldung erhalten, dass alles okay ist. Jetzt passiert Folgendes. Wir fahren wieder zurück mit der Mautbox, mit der Go-Box und sind vielleicht 30 Kilometer nach Österreich reingefahren auf der Autobahn. Dann werden wir von der ASFINAG Mautkontrolle angehalten. Das heißt, man hat sich mit dem Fahrzeug vor uns gesetzt und das Zeichen kam, Follow me, und wir mussten runter von der Autobahn auf einen Parkplatz und dann stieg ein Mitarbeiter aus und der hat gesagt, kommen Sie bitte mit Fahrzeugschein und Führerschein zu meinem Fahrzeug. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann wurde uns dort eröffnet, dass wir 22 Euro und noch ein paar zerquetschte zu wenig Maut gezahlt hatten. Und zwar an dem besagten Tag, wo unsere Box von Maut 1 nicht funktioniert hat. Ich habe die ganze Sachlage erklärt. Der Mitarbeiter ließ sich aber nicht beirren und bestand auf eine Ersatzmaut von 240 Euro. Ich sehe das mehr als Strafe an. Gut, er sprach von Ersatzmaut. Ich sage, wenn es eine Ersatzmaut wäre, dann wäre ich bereit, den Betrag, der da angefallen ist, sofort zu bezahlen. Vielleicht auch noch 10 Euro Bearbeitungsgebühr. Das wäre mir alles recht gewesen. Aber 240 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Gut, ich habe also mehr als 20 Minuten mit dem guten Mitarbeiter von der ASFINAG dort diskutiert gemacht. Er ließ sich nicht erweichen. Entweder er stellt eine Strafanzeige oder eine Anzeige, ich weiß nicht, wie es genau heißt, und ich muss dann mit 400 Euro und mehr rechnen. Gut, dann nutzt es mir dann alles nichts. Dann habe ich gesagt, ich bezahle es, habe dann diese 240 Euro dort vor Ort bezahlt. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt genau verkehrt gemacht habe. Der Mitarbeiter von der ASFINAG, der hat mir erklärt, wenn ich ohne eine Box reinfahre nach Österreich, dann ist das Mautbetrug oder ich weiß nicht, wie sie es nennen. Ich hätte, wenn die Box leer gewesen wäre, dann wäre das kein Problem gewesen. Wäre ich ja registriert gewesen und dann hätte ich das ohne weiteres nachzahlen können. Aber ohne eine Box reinzufahren geht nicht. Jetzt habe ich mir erklärt, ich fahre ja nicht ohne eine Box rein, sondern mit der Box von Maut 1. Jetzt kommt noch die Geschichte, ist die dann überhaupt zugelassen für Österreich? Sicher ist sie zugelassen. Da gibt es sogar von der Maut 1 gibt es so ein Zertifikat, sage ich mal. Und, dort steht auch ganz groß ASFINAG drauf. Hier wird also dann ganz klar erklärt, dass diese Box auch in Österreich genutzt wird. Das sieht man auch in einem Beipackzettel, da steht auch groß Go drauf, ne, und es steht drauf, Sie können die in Österreich normal auf die Autobahn fahren und so weiter. Kenne ich auch so. Denn wir sind in Vorjahren mit der ersten Box, die wir vom Maut an hatten, mehrfach durch Österreich gefahren und sie hat immer funktioniert. Und nicht nur in Österreich, sondern in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal. Sie hat immer einwandfrei funktioniert. Warum das jetzt so ist, dass diese Box nicht funktioniert, das konnte man mir bisher auch bei der Maut 1 bei dem Unternehmen nicht sagen. Ich hatte das damals, als wir die zweite neu gekriegt haben, habe ich nochmal nachgefragt. Man möchte mir doch mitteilen, woran es liegt. Ist keine Resonanz, ist nichts gekommen. Also weiß ich bis zum heutigen Tag nicht. Was mir aufgefallen ist, zwischen der ersten Maut 1 Box und der jetzigen, hier sind Zahlen drauf und hier ist eine Taste drauf. Wenn man auf diese Taste gedrückt hat, dann wurden diese Zahlen hinterleuchtet, wahrscheinlich mit einer LED. Das ist bei der neuen Box nicht so. Das war bei der ersten Box, die wir von Maut 1 hatten, war das so. Und damit konnte ich auch mal feststellen, ob die Box funktioniert oder nicht. Ich habe auch zwischenzeitlich nochmal nachgefragt, ob die Zahlen nicht leuchten müssen, wenn man auf die Taste drückt. Nein, das ist nicht so der Fall. Sie leuchten nicht. Ja, das war jetzt so eine ganze Menge, was ich hier vorgebracht habe, erzählt habe. Und ich mache das auch deshalb,
um andere ein bisschen sensibel zu machen, was passieren kann. Und zum anderen, weil ich auch, ich würde mal sagen, hundertfach oder mehr als hundertfach da Informationen bzw. Mitteilungen bekommen habe, dass denen das ähnlich oder dass vielen Campern das ähnlich passiert ist in Österreich. Also immer ein bisschen anders noch, aber dass viele 240 € oder einige sogar noch mehr bezahlt an Strafe oder Ersatzmaut bezahlt haben. Dann ist ja vielleicht auch jemand da, der mir das nochmal genau erklären kann, wo der Fehler liegt. Ich sehe da im Moment von meiner Seite oder von unserer Seite keinen großen Fehler. Was hätte ich anders tun können? Was hätte ich machen können? Also, wenn diese Box zugelassen ist von der Maut 1, muss ich damit natürlich auch nach Österreich reinfahren können und dürfen. Ich habe natürlich Folgendes gemacht. Ich habe Maut 1 angeschrieben und diese ganze Sachlage erklärt. Und ich habe auch die ASFINAG angeschrieben und dort auch nochmal alles genau erklärt. Und ja, mal hoffen, mal gucken, was da jetzt so kommt. Bisher habe ich da noch keine Antwort. Inzwischen habe ich schon eine Antwort von der ASFINAG. Und zwar hat man ganz klar erklärt, hier in dem Schreiben, dass ich zu Recht die 240 € Ersatzmaut zahlen muss. Dann steht noch drin, dass seitens des Providers der Vertrag gekündigt wurde am 15. Mai. Für mich unverständlich, denn ich habe ja alles bei Maut 1 bezahlt und richtig angegeben. Für mich alles unverständlich. Ich habe auch im Telefonat, wurde ja festgestellt, dass ich dort gemeldet bin. Von Maut 1 habe ich nur eine automatische Antwort erhalten auf meine E-Mail, dass die angekommen ist. Bisher habe ich sonst weiter nichts gehört. Auch das habe ich nochmal geprüft. Wir haben keine Heizung in der Frontscheibe und wir haben auch keine Beschichtung in der Frontscheibe, zumindest laut Aussage des Herstellers. Wir haben auch versucht, die Mautbox von Maut 1 nach draußen zu halten, beziehungsweise haben sie nach draußen gehalten, um zu sehen, ob sie dann funktioniert. Auch das hat nicht funktioniert. Auch dann kam kein Signal. Dann muss man sich ja wundern, die Box von Das Go funktioniert einwandfrei in der Frontscheibe und auch die Go-Box für Österreich funktioniert auch einwandfrei in unserer Frontscheibe. Also von daher kann ich mir schwer vorstellen, dass es an der Frontscheibe liegt. Ja, das war meine Geschichte jetzt hier zu der Maut in Österreich. Ich wollte euch informieren darüber, was uns passiert ist. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch passiert. Meldet euch mal. Wäre interessant zu hören, wo ich vielleicht was falsch gemacht habe, wo ich was lernen kann. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.